Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute lernen wir wieder Deutsch. Ganz ruhig, ganz langsam. Du musst nichts perfekt machen. Du musst nicht schnell sprechen. Du musst nicht jedes Wort sofort verstehen. Du kannst einfach zuhören. Du kannst leise mitsprechen. Oder du kannst nur hören. Beides ist gut. Heute sprechen wir über ein Thema aus dem Alltag. Das Thema heißt Lebensmittel. Lebensmittel. Das Lebensmittel. Food Product. Lebensmittel sind Dinge, die wir essen oder trinken. Brot ist ein Lebensmittel. Reis ist ein Lebensmittel. Gemüse ist ein Lebensmittel. Obst ist ein Lebensmittel. Milch ist ein Lebensmittel. Wasser ist auch wichtig für das Leben. Lebensmittel sind jeden Tag da. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Wir essen. Wir trinken. Wir kaufen ein. Wir kochen. Wir räumen auf. Manchmal bleibt Essen übrig. Manchmal werfen Menschen Essen weg. Heute sprechen wir darüber. Aber ganz einfach. Nicht schwer. Nicht kompliziert. Mit einfachen deutschen Wörtern. Wir sprechen über Einkaufen. Einkaufen. To shop. Ich kaufe ein. Du kaufst ein. Wir kaufen ein. Wir sprechen über Preise. Der Preis. Price. Wir sprechen über Geld. Das Geld. Money. Wir sprechen über Kochen. Kochen. To cook. Wir sprechen über Reste. Die Reste. Leftovers. Und wir sprechen über eine gute Gewohnheit. Essen, nicht verschwenden. Verschwenden. To waste. Ich verschwende. Du verschwendest. Wir verschwenden. Etwas verschwenden bedeutet etwas benutzen, obwohl es nicht nötig ist. Oder etwas wegwerfen, obwohl man es noch benutzen kann. Essen verschwenden ist schade. Schade. Too bad. Es ist schade, wenn gutes Essen im Müll landet. Der Müll. Trash. Garbage. Essen im Müll. Brot im Müll. Reis im Müll. Gemüse im Müll. Das ist schade. Essen ist wertvoll. Wertvoll. Valuable. Essen braucht Arbeit. Wasser. Sonne. Erde. Zeit. Menschen. Transport. Ein Apfel ist nicht einfach nur ein Apfel. Viele Dinge sind nötig, damit der Apfel bei uns ist. Aber wir bleiben ruhig. Wir sprechen nicht mit Stress. Wir sagen nicht, du machst alles falsch. Nein, wir lernen. Wir verstehen. Wir machen kleine Schritte. Kleine Schritte sind gut. Schritt für Schritt. So lernen wir Deutsch. So lernen wir auch gute Gewohnheiten. Die Gewohnheit. Habit. Eine Gewohnheit ist etwas, das du oft machst.
Jeden Tag oder fast jeden Tag. Frühstück essen ist eine Gewohnheit. Wasser trinken ist eine Gewohnheit. Einkaufen gehen ist eine Gewohnheit. Eine Einkaufsliste schreiben kann auch eine Gewohnheit sein. Die Einkaufsliste. Shopping List. Ein langes Wort, aber einfach. Einkauf plus Liste. Eine Liste für den Einkauf. Du schreibst Brot, Eier, Reis, Tomaten, Milch, Äpfel. Dann gehst du in den Supermarkt. Du kaufst, was auf der Liste steht. Die Liste hilft dir. Helfen. Ich helfe. Du hilfst. Die Liste hilft. Sie hilft, nicht zu viel zu kaufen. Zu viel. Too much. Wenn wir zu viel kaufen, bleibt manchmal viel übrig. Dann wird Essen alt. Dann werfen wir es vielleicht weg. Eine Liste kann helfen, Geld zu sparen und Essen zu sparen. Sparen. To save. Ich spare Geld. Du sparst Wasser. Wir sparen Essen. Sparen bedeutet weniger benutzen, gut planen, nicht verschwenden. Geld sparen ist wichtig. Besonders, wenn Preise hoch sind. Hohe Preise. High prices. Viele Menschen denken heute beim Einkaufen mehr über Geld nach. Der Preis. Ein Preis kann niedrig sein. Niedrig. Low. Ein Preis kann hoch sein. Hoch. High. Ein Apfel kostet vielleicht wenig. Oder mehr. Milch kostet vielleicht mehr als früher. Brot kostet vielleicht mehr als früher. Menschen schauen auf den Preis. Sie vergleichen. Vergleichen. To compare. Vergleichen. Ich vergleiche. Du vergleichst. Wir vergleichen. Im Supermarkt vergleichst du Preise. Ein Produkt kostet 2 Euro. Ein anderes Produkt kostet 3 Euro. Du fragst, was brauche ich? Was ist gut? Was ist nicht zu teuer? Was passt zu meinem Geld? Passen. To fit. Es passt. Das passt zu meinem Plan. Das passt zu meinem Geld. Das passt zu meinem Essen. Ein guter Einkauf passt zum Alltag. Er muss nicht perfekt sein. Er muss praktisch sein. Praktisch. Practical. Eine praktische Einkaufsliste. Ein praktisches Essen. Ein praktischer Plan. Wir brauchen nicht jeden Tag komplizierte Gerichte. Gericht. Dish. Ein Gericht ist ein Essen. Suppe ist ein Gericht. Reis mit Gemüse ist ein Gericht. Nudeln mit Soße sind ein Gericht. Ein Salat ist ein Gericht. Jetzt stellen wir uns einen normalen Tag vor. Es ist morgen. Morgen. Morning. Du wachst auf. Aufwachen. Ich wache auf. Du wachst auf. Du gehst in die Küche. Küche. Kitchen. Du öffnest den Kühlschrank. Kühlschrank.
Fridge. Im Kühlschrank sind Milch, Eier, Gemüse, vielleicht Joghurt, vielleicht Reste vom Abend. Du schaust hinein. Hineinschauen. To look inside. Du fragst, was habe ich noch? Habe ich Brot? Habe ich Obst? Habe ich Eier? Habe ich Reis? Habe ich genug Wasser? Diese Frage ist wichtig. Was habe ich schon? Schon. Already. Was habe ich schon zu Hause? Viele Menschen gehen einkaufen und vergessen, was sie schon haben. Dann kaufen sie zu viel. Noch mehr Milch. Noch mehr Brot. Noch mehr Gemüse. Aber zu Hause liegt schon Brot. Zu Hause ist schon Milch. Zu Hause sind schon Tomaten. Dann wird es zu viel. Deshalb ist ein Blick in den Kühlschrank gut. Der Blick. Look. Ein Blick in den Kühlschrank. Ein Blick in den Schrank. Der Schrank. Cupboard. Da sind vielleicht Reis, Nudeln, Mehl, Zucker, Öl, Salz. Du siehst, was da ist. Dann schreibst du die Einkaufsliste. Schreiben. Ich schreibe. Du schreibst. Wir schreiben. Ich schreibe eine Liste. Du schreibst Brot. Du schreibst Tomaten. Du schreibst Reis. Eine Liste macht den Kopf frei. Frei. Free. Du musst nicht alles im Kopf behalten. Die Liste hilft. Jetzt gehst du in den Supermarkt. Der Supermarkt. Supermarket. Du nimmst eine Tasche mit. Die Tasche. Bag. Eine eigene Tasche ist gut. Du brauchst nicht immer eine neue Plastiktüte. Plastiktüte. Plastic Bag. Wenn du eine Tasche oft benutzt, machst du weniger Müll. Weniger. Less. Weniger Müll. Weniger Plastik. Weniger Stress. Weniger Verschwendung. Das Wort weniger ist wichtig. Manchmal ist weniger gut. Weniger kaufen, wenn du nicht viel brauchst. Weniger wegwerfen. Weniger unnötige Dinge. Unnötig. Unnecessary. Nicht nötig. Ich brauche es nicht. Das ist unnötig. Beim Einkaufen gibt es viele schöne Dinge. Schokolade. Chips. Getränke. Neue Produkte. Angebote. Werbung. Aber du fragst, brauche ich das wirklich oder will ich es nur? Brauchen. To need. Ich brauche Brot. Du brauchst Wasser. Wir brauchen Essen. Wollen. To want. Ich will Schokolade. Du willst ein Getränk. Wir wollen etwas Leckeres. Beides ist normal. Brauchen und wollen sind beide normal. So. Aber sie sind nicht gleich. Ich brauche Essen. Ich will vielleicht Kuchen. Kuchen ist schön. Kuchen ist lecker. Lecker. Delicious. Aber ich brauche nicht jeden Tag Kuchen. Das ist eine einfache Idee. Im Supermarkt siehst du Angebote. Das Angebot. Offer, Discount.
Ein Angebot sagt, heute billiger. 2 zum Preis von einem. 3 kaufen, 1 gratis. Gratis. Free. Das klingt gut. Aber du fragst, brauche ich wirklich 3? Kann ich alles essen? Habe ich genug Platz im Kühlschrank? Platz. Space. Platz im Kühlschrank. Platz im Schrank. Platz in der Tasche. Wenn du keinen Platz hast, ist ein Angebot vielleicht nicht gut. Ein billiges Produkt ist nicht billig, wenn du es später wegwirfst. Wegwerfen. To throw away. Ich werfe Essen weg. Du wirfst Essen weg. Wir werfen Essen weg. Das wollen wir weniger machen. Nicht nie. Manchmal ist Essen schlecht. Manchmal muss man es wegwerfen. Aber oft können wir besser planen. Planen. To plan. Ich plane. Du planst. Wir planen. Ich plane das Essen für heute. Du planst den Einkauf. Wir planen die Woche. Ein Plan muss nicht streng sein. Streng. Strict. Er kann einfach sein. Heute Suppe. Morgen Reis. Übermorgen Nudeln. Am Freitag Reste. Reste. Leftovers. Reste sind Essen, das übrig bleibt. Übrig bleiben. To remain. Reis bleibt übrig. Gemüse bleibt übrig. Suppe bleibt übrig. Reste sind nicht schlecht. Reste können sehr gut sein. Man kann Reste am nächsten Tag essen. Nächster Tag. Next day. Man kann Reste neu kochen. Neu kochen. Aus Reis kann man gebratenen Reis machen. Aus Gemüse kann man Suppe machen. Aus altem Brot kann man Brot in der Pfanne machen. Aus Kartoffeln kann man Bratkartoffeln machen. Einfach. Praktisch. Gut. Alt. Old. Altes Brot ist nicht immer schlecht. Es ist vielleicht hart. 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 Aber man kann es manchmal noch benutzen. Natürlich muss man aufpassen. Wenn Essen schlecht riecht oder komisch aussieht, soll man vorsichtig sein. Vorsichtig. Careful. Riechen. To smell. Ich rieche. Du riechst. Das Essen riecht gut. Oder das Essen riecht schlecht. Schlecht. Bad. Wenn Essen schlecht riecht, ist es nicht. Wenn du unsicher bist, frage eine erwachsene Person. Sicherheit ist wichtig. Gesundheit ist wichtig. Gesundheit. Health. Gesund. Healthy. Gesundes Essen ist gut für den Körper. Aber wir sprechen einfach. Gesund muss nicht teuer sein. Teuer. Expensive. Ein einfaches Essen kann gesund sein. Reis mit Gemüse. Suppe. Brot mit Ei. Kartoffeln. Bohnen. Linsen. Obst. Wasser. Die Linse. Lentil. Die Bohne. Bean. Das Gemüse. Vegetable. Das Obst. Fruit. Diese Wörter sind wichtig. Gemüse und Obst sind gut.
Aber manchmal werden Obst und Gemüse schnell alt. Deshalb ist Planung wichtig. Kaufe nicht zu viel frisches Gemüse, wenn du in den nächsten Tagen nicht kochst. Frisch. Fresh. Frisches Gemüse ist gut. Aber frisches Gemüse hält nicht ewig. Ewig. Forever. Tomaten werden weich. Salat wird alt. Bananen werden braun. Das ist normal. Aber du kannst planen. Heute Salat. Morgen Tomaten. Bananen, wenn sie braun sind, vielleicht in einen Kuchen oder Smoothie. Smoothie ist ein Getränk aus Obst. Jetzt bist du im Supermarkt. Du gehst durch die Gänge. Der Gang. Aisle. Links sind Getränke. Rechts ist Brot. Vorne ist Obst. Hinten ist Milch. Du schaust auf deine Liste. Die Liste sagt Brot, Eier, Tomaten, Reis, Joghurt. Du kaufst diese Dinge. Dann siehst du ein großes Angebot. 5 Packungen Kekse. Kekse. Cookies. Du denkst, das sieht gut aus. Aber du fragst, brauche ich 5 Packungen? Vielleicht nicht. Also kaufst du nur eine Packung. Oder keine. Das ist eine Entscheidung. Die Entscheidung. Decision. Ich treffe eine Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung. Eine Entscheidung beim Einkaufen kann klein sein. Aber viele kleine Entscheidungen machen einen Unterschied. Der Unterschied. Difference. Es macht einen Unterschied, ob du nach Liste kaufst oder ohne Liste. Es macht einen Unterschied, ob du Reste isst oder wegwirfst. Es macht einen Unterschied, ob du viel Verpackung kaufst oder weniger Verpackung. Die Verpackung. Packaging. Viele Lebensmittel haben Verpackungen. Eine Plastikverpackung. Eine Papierverpackung. Eine Dose. Ein Glas. Eine Flasche. Verpackungen können nötig sein. Aber manchmal sind sie zu viel. Zu viel Verpackung macht viel Müll. Deshalb kannst du manchmal ein Produkt mit weniger Verpackung wählen. Wählen. To choose. Ich wähle. Du wählst. Wir wählen. Du wählst lose Äpfel statt Äpfel in Plastik. Loose. Loose. Nicht in einer Packung. Das ist manchmal möglich. Nicht immer. Das ist wichtig. Nicht immer gibt es eine perfekte Wahl. Manchmal gibt es nur eine Möglichkeit. Manchmal ist Geld wichtiger. Manchmal ist Zeit knapp. Knapp. Short. Limited. Manchmal ist der Supermarkt klein. Das ist okay. Wir suchen kleine Möglichkeiten. Keine Perfektion. Perfektion. Perfection. Wir brauchen keine Perfektion. Wir brauchen gute, kleine Gewohnheiten. Eine Liste schreiben. Preise vergleichen.
Nicht hungrig einkaufen. Reste essen. Essen. Richtig lagern. Diese Dinge helfen. Lagern. To store. Ich lagere Essen. Du lagerst Essen. Essen lagern bedeutet Essen richtig aufbewahren. Aufbewahren. To keep, store. Brot im Brotkasten. Gemüse im Kühlschrank. Reis im Schrank. Reste in einer Dose. Die Dose. Container. Can. Eine Dose mit Deckel. Deckel. Lid. Wenn Reste offen auf dem Tisch stehen, werden sie schneller schlecht. Wenn du sie richtig aufbewahrst, halten sie länger. Länger. Longer. Das spart Geld. Das spart Essen. Das spart Arbeit. Jetzt kommst du nach Hause. Du stellst die Einkaufstasche auf den Tisch. Du räumst die Lebensmittel ein. Einräumen. To. Put away. Milch in den Kühlschrank. Gemüse in das Fach. Brot in den Brotkasten. Reis in den Schrank. Du machst Ordnung. Ordnung. Order. Ordnung in der Küche hilft. Ha. Wenn du weißt, was du hast, kaufst du weniger doppelt. Doppelt. Double. 2 Packungen Reis, obwohl du nur eine brauchst. 3 Joghurts, obwohl du schon Joghurt hast. Ordnung hilft. Jetzt ist Mittag. Mittag. Noon. Lunch. Du willst kochen. Du hast Tomaten, Reis, Eier und etwas Gemüse. Du machst ein einfaches Gericht. Reis mit Gemüse und Ei. Einfach. Schnell. Lecker. Du brauchst nicht viele Zutaten. Die Zutat. Ingredient. Ingredient. Eine Zutat ist ein Teil vom Essen. Reis ist eine Zutat. Ei ist eine Zutat. Tomate ist eine Zutat. Salz ist eine Zutat. Öl ist eine Zutat. Ein einfaches Gericht braucht wenige Zutaten. Weniger. Few. Wenige Zutaten. Wenig Zeit. Wenig Geld. Aber gutes Essen. Das ist möglich. Manchmal sind einfache Gerichte die besten Gerichte. Du kochst Reis. Reis kochen. Du schneidest Gemüse. Schneiden. Ich schneide. Du schneidest. Gemüse schneiden. Tomaten schneiden. Zwiebeln schneiden. Dann brätst du das Ei. Braten. Ich brate. Du brätst. Ei braten. Gemüse braten. Du isst. Essen. Ich esse. Du isst. Wir essen. Das Essen
schmeckt gut. Schmecken. To taste. Es schmeckt gut. Es schmeckt salzig. Es schmeckt mild. Es schmeckt frisch. Du bist zufrieden. Zufrieden. Satisfied. Zufrieden sein bedeutet, es ist genug. Es ist gut. Nicht perfekt, aber gut. Ein einfaches Essen kann zufrieden machen. Nicht jedes Essen muss besonders sein. Besonders. Special. Ein normales Essen kann schön sein. Nach dem Essen bleibt Reis übrig. Du wirfst ihn nicht weg. Du nimmst eine Dose. Du machst den Reis in die Dose. Du stellst die Dose in den Kühlschrank. Morgen kannst du den Reis benutzen. Sehr gut. Das ist eine gute Gewohnheit. Am Abend hast du vielleicht keine Lust zu kochen. Lust. Desire. Ich habe Lust. Ich habe keine Lust. Du hast keine Lust zu kochen. Das ist normal. Dann schaust du in den Kühlschrank. Da ist Reis von Mittag. Da ist Gemüse. Du machst schnell gebratenen Reis. So musst du nichts wegwerfen. Manchmal bestellen Menschen Essen. Bestellen. To order. Online-Essen bestellen ist praktisch. Aber es kostet oft mehr Geld. Es macht vielleicht mehr Verpackung. Es ist nicht schlecht. Manchmal ist es gut. Manchmal hat man keine Zeit. Aber jeden Tag Essen bestellen kann teuer sein. Teuer. Expensive. Günstig. Cheap, affordable. Selbst kochen ist oft günstiger. Selbst. Self. Selbst kochen. Ich koche selbst. Du kochst selbst. Wir kochen selbst. Selbst kochen kann auch einfach sein. Nicht immer, aber oft. Jetzt sprechen wir über das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Wort ist sehr lang. Mindesthaltbarkeitsdatum. Viele Deutsche sagen kurz MHD. Das MHD steht auf vielen Produkten. Es zeigt, bis zu diesem Datum ist das Produkt meistens gut. Aber nach diesem Datum ist es nicht immer sofort schlecht. Für Anfänger reicht Datum anschauen, aber auch riechen, sehen und vorsichtig prüfen. Wenn du unsicher bist, frage. Besonders bei Fleisch, Fisch oder Milchprodukten ist Vorsicht wichtig. Wir lernen hier keine Medizin. Wir lernen eine einfache Regel. Sicherheit zuerst. Sicherheit zuerst. Safety first. Wenn Essen komisch riecht, komisch aussieht oder komisch schmeckt, nicht essen. Wenn du unsicher bist, frage. Gesundheit ist wichtiger als Sparen. Aber viele trockene Produkte halten lange. Reis, Nudeln, Mehl, Zucker, Salz. Diese Dinge kann man gut lagern. Wenn du sie ordentlich lagerst, musst du sie nicht schnell wegwerfen. Ordentlich. Neatly, properly. Jetzt sprechen wir über Brot. Brot ist in Deutschland sehr wichtig. Das Brot. Bread. Es gibt viele Sorten Brot. Weißbrot. Vollkornbrot. Brötchen. Toast. Brot ist lecker.
Aber Brot wird manchmal hart. Hartes Brot. Was kann man tun? Man kann weniger Brot kaufen. Man kann Brot einfrieren. Einfrieren. To freeze. Ich friere Brot ein. Du frierst Brot ein. Das Brot liegt im Gefrierfach. Gefrierfach. Freezer Compartment. Später kann man es wieder auftauen. Auftauen. To thaw. So bleibt Brot länger gut. Man kann hartes Brot auch benutzen. Zum Beispiel für Suppe, für Toast, für Brot in der Pfanne. Nicht immer, aber oft. So wird weniger Brot weggeworfen. Jetzt sprechen wir über Gemüse. Gemüse kann schnell alt werden. Karotten halten oft länger. Salat hält nicht so lange. Tomaten brauchen manchmal keinen Kühlschrank. Kartoffeln mögen es dunkel und kühl. Kartoffel. Potato. Dunkel. Dark. Kühl. Cool. Nicht zu warm. Nicht zu hell. Das sind viele kleine Informationen. Du musst nicht alles behalten. Behalten. To remember, to keep. Du kannst langsam lernen. Heute ein Wort. Morgen ein Tipp. Später eine Gewohnheit. Jetzt machen wir eine kleine Wiederholung. Lebensmittel. Food Products. Einkaufen. To shop. Preis. Price. Geld. Money. Sparen. To save. Verschwenden. To waste. Müll. Trash. Reste. Leftovers. Kochen. To cook. Zutat. Ingredient. Kühlschrank. Fridge. Liste. List. Einkaufsliste. Shopping List. Verpackung. Packaging. Aufbewahren. To store. Zufrieden. Satisfied. Sehr gut. Du hörst viele Wörter. Sie kommen wieder. Wiederholung hilft. Du musst nicht alles sofort können. Jetzt sprechen wir über Kinder und Jugendliche. Viele junge Menschen kaufen Snacks. Snack. Ein Snack ist ein kleines Essen. Chips. Schokolade. Kekse. Ein Brötchen. Ein Getränk. Snacks sind normal. Aber Snacks können teuer sein, wenn man sie jeden Tag kauft. Jeden Tag ein kleines Getränk. Jeden Tag ein Snack. Jeden Tag etwas Süßes. Das kostet am Ende viel Geld. Am Ende. In the end. Vielleicht merkst du es nicht sofort. Aber nach einer Woche oder einem Monat ist es viel. Der Monat. Month. Eine Woche. Week. Ein Tag. Day. Geld planen ist wichtig. Auch mit kleinem Geld. Taschengeld. Pocket Money. Wenn du Taschengeld hast, kannst du planen. Heute kaufe ich etwas. Morgen spare ich. Diese Woche nehme ich Wasser von zu Hause mit. Von zu Hause mitnehmen. To bring from home. Ich nehme Wasser mit. Ich nehme ein Brot mit. Ich nehme Obst mit. Das ist oft günstiger. Und du weißt, was du hast. Natürlich darf man auch etwas kaufen.
Es geht nicht um Verbot. Verbot. Bahn. Es geht um Bewusstsein. Bewusstsein. Awareness. Ich weiß, was ich kaufe. Ich weiß, wie viel ich ausgebe. Ich weiß, was ich esse. Ich entscheide. Entscheiden. To decide. Ich entscheide. Du entscheidest. Wir entscheiden. Ich entscheide bewusst. Bewusst. Conscious aware. Bewusst einkaufen. Bewusst essen. Has. Bewusst sparen. Bewusst genießen. Genießen. To enjoy. Essen soll auch Freude machen. Freude. Joy. Es geht nicht nur um Sparen. Es geht auch um Genuss. Der Genuss. Enjoyment. Ein gutes Essen mit Familie. Ein Tee am Abend. Ein Apfel nach der Schule. Eine Suppe an einem kalten Tag. Das ist schön. Kalt. Cold. Warm. Warm. Eine warme Suppe ist schön. Besonders im Winter. Winter. Eine kalte Limonade ist schön. Im Sommer. Sommer. Essen und Trinken gehören zu Jahreszeiten. Jahreszeit. Season. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Im Sommer gibt es vielleicht mehr frisches Obst. Im Herbst gibt es Äpfel, Kürbis, Kartoffeln. Kürbis. Pumpkin. Im Winter kochen Menschen oft warme Gerichte. Jede Jahreszeit hat anderes Essen. Saisonales Essen. Saisonal. Seasonal. Ein schweres Wort, aber wichtig. Essen aus der Saison ist oft frisch und manchmal günstiger. Manchmal. Nicht immer. Aber manchmal. Wir sagen nicht immer. Wir sagen, es kann helfen. Jetzt sprechen wir über Familie. In einer Familie kann man zusammen planen. Zusammen. Together. Was essen wir diese Woche? Was haben wir zu Hause? Was müssen wir kaufen? Wer kocht? Wer räumt auf? Wer isst die Reste? Aufräumen. To tidy up. Nach dem Essen räumt man auf. Teller. Plate. Glas. Glas. Topf. Pot. Pfanne. Pan. Reste in die Dose. Tisch sauber machen. Küche sauber machen. Das ist Arbeit. Aber zusammen ist es leichter. Leicht. Easy. Light. Zusammen kochen kann schön sein. Eine Person schneidet Gemüse. Eine Person kocht Reis. Eine Person deckt den Tisch. Den Tisch decken. To set the table. Eine Person räumt auf. So ist die Arbeit geteilt. Teilen. To share. Teilen ist ein gutes Wort. Essen teilen. Arbeit teilen. Wissen teilen. Zeit teilen. Eine Familie teilt viele Dinge. Auch
Verantwortung. Verantwortung. Responsibility. Wir sind gemeinsam verantwortlich, Essen nicht zu verschwenden. Gemeinsam. Together. Gemeinsam kochen. Gemeinsam essen. Gemeinsam sparen. Gemeinsam lernen. Das ist schön. Jetzt sprechen wir über Schule. In der Schule haben viele Schüler Pausenbrot. Pausenbrot. Ein Brot oder Snack für die Pause. Manchmal essen Schüler nicht alles. Das Brot bleibt in der Tasche. Am Abend ist es alt. Dann landet es im Müll. Was kann helfen? Nicht zu viel mitnehmen. Essen mitnehmen, das man wirklich mag. Mit Eltern sprechen. Sagen, ich brauche weniger Brot. Oder ich möchte lieber Obst. Oder ich esse in der Schule nicht so viel. Kommunikation hilft. Kommunikation. Communication. Sprechen hilft. Wenn niemand spricht, gibt es viele Reste. Wenn man spricht, kann man besser planen. Eine Schule kann auch über Essen sprechen. Woher kommt unser Essen? Wie viel Essen werfen wir weg? Was können wir mit Resten machen? Können wir Wasser trinken statt immer süße Getränke? Können wir Müll trennen? Müll trennen. To separate waste. Papier, Plastik, Bio, Glas. In jedem Land ist das System anders. Aber die Idee ist einfach. Müll sortieren. Sortieren. To sort. Wenn Müll sortiert ist, kann Recycling leichter sein. Recycling. Wieder benutzen, neues Material machen. Nicht perfekt, aber hilfreich. Jetzt sprechen wir über Restaurants. Das Restaurant. Manchmal essen Menschen im Restaurant. Das ist schön. Man trifft Freunde. Man feiert. Man isst etwas Besonderes. Aber manchmal sind Portionen groß. Portion. Portion. Eine große Portion. Eine kleine Portion. Wenn die Portion zu groß ist, bleibt Essen übrig. In manchen Restaurants kann man die Reste mitnehmen. Mitnehmen. To take away. Man kann sagen, kann ich die Reste mitnehmen? Das ist ein nützlicher Satz. Kann ich die Reste mitnehmen? Bitte. Bitte. Please. Danke. Thank you. Höflich fragen ist gut. Höflich. Polite. In vielen Orten ist es normal, Reste mitzunehmen. So wird weniger Essen weggeworfen. Jetzt sprechen wir über Gefühle beim Essen. Gefühl. Feeling. Manche Menschen fühlen Stress beim Einkaufen. Zu viele Produkte. Zu viele Preise. Zu wenig Geld. Zu wenig Zeit. Das ist schwer. Schwer. Difficult. Deshalb ist ein einfacher Plan gut. Ein einfacher Plan kann sein: 3 einfache Gerichte für die Woche. Ein Gericht mit Reis. Ein Gericht mit Nudeln. Ein Gericht mit Suppe. Dann kaufst du passende Zutaten. Nicht zu viel. Nicht zu kompliziert. Kompliziert. Complicated.
Einfach ist gut. Einfach heißt nicht schlecht. Einfache Gerichte können lecker und gesund sein. Einfache Wörter können stark sein. Einfache Gewohnheiten können viel verändern. Verändern. To change. Kleine Gewohnheiten verändern den Alltag. Eine Liste. Ein Blick in den Kühlschrank. Reste essen. Wasser mitnehmen. Preise vergleichen. Nicht hungrig einkaufen. Hungrig. Hungry. Ich bin hungrig. Du bist hungrig. Wenn du hungrig einkaufen gehst, kaufst du vielleicht mehr. Viel mehr, weil alles lecker aussieht. Deshalb ist es manchmal besser, nach dem Essen einkaufen zu gehen oder einen kleinen Snack vorher zu essen. Vorher. Before. Nachher. After. Vorher essen, nachher einkaufen. Vielleicht hilft das. Nicht immer, aber oft. Jetzt sprechen wir über Getränke. Getränke. Drinks. Wasser ist oft günstig und gut. Süße Getränke sind oft teurer. Manchmal sind sie lecker. Aber jeden Tag viele süße Getränke sind nicht nötig. Wasser ist einfach. Wasser mitnehmen spart Geld. Eine Flasche Wasser in der Tasche. Sehr praktisch. Die Flasche. Bottle. Wiederverwendbare Flasche. Reusable Bottle. Ein langes Wort. Wieder plus. Verwendbar. Man kann sie wieder benutzen. Nicht nur einmal. Viele Male. Das spart Geld und Müll. Jetzt sprechen wir über Kaffee. Viele Menschen kaufen Kaffee unterwegs. Unterwegs. On the way. Ein Kaffee am Morgen. Ein Kaffee am Nachmittag. Das ist schön. Aber jeden Tag Kaffee kaufen kann teuer sein. Vielleicht machst du manchmal Kaffee zu Hause. Oder du nimmst eine Thermosflasche mit. Thermosflasche. Thermosbottle. Man muss nicht immer verzichten. Verzichten. To give up. Verzichten klingt streng. Aber wir können wählen. Heute kaufe ich Kaffee. Morgen mache ich Kaffee zu Hause. Das ist ein Gleichgewicht. Gleichgewicht. Balance. Gleichgewicht ist wichtig. Nicht alles verbieten. Nicht alles kaufen. Nicht alles sparen. Nicht alles verschwenden. Ein guter Mittelweg. Mittelweg. Middle way. Ein ruhiger Weg. Jetzt sprechen wir über Dankbarkeit. Dankbarkeit. Gratitude. Dankbar sein. Ich bin dankbar. Du bist dankbar. Essen ist nicht selbstverständlich. Selbstverständlich. Taken for granted. Nicht alle Menschen haben immer genug Essen. Deshalb ist es gut, Essen mit Respekt zu behandeln.
Respekt. Respekt. Respekt vor Essen. Respekt vor Menschen, die Essen machen. Bauern, Farmer, Verkäufer, Verkäuferin, Köche, Köchin, Familie. Viele Menschen arbeiten, damit Essen auf dem Tisch steht. Der Tisch. Table. Essen auf dem Tisch ist wertvoll. Vielleicht einfaches Essen, aber wertvoll. Brot, Reis, Suppe, Gemüse, ein Ei, ein Apfel, Wasser. Diese Dinge sind klein und groß zugleich. Zugleich. At the same time. Ein Apfel ist klein. Aber er ist auch groß, wenn man an Sonne, Wasser, Erde und Arbeit denkt. Das ist ein schöner Gedanke. Jetzt machen wir noch eine Alltagsszene. Es ist Freitagabend. Du bist zu Hause. Im Kühlschrank sind verschiedene Reste. Ein bisschen Reis, ein bisschen Gemüse, ein Stück Käse, ein Ei, vielleicht eine halbe Tomate. Du denkst, ich habe nichts zu essen. Aber das stimmt nicht. Du hast viele kleine Dinge. Kleine Dinge können ein Gericht werden. Du machst eine Pfanne. Pfanne, Pan, Reis, Gemüse, Ei, ein bisschen Salz, vielleicht Käse. Fertig. Ein Restegericht. Restegericht. Leftover Dish. Das Wort ist lang, aber logisch. Reste plus Gericht. Das Essen ist einfach. Aber du fühlst dich gut. Du hast nichts weggeworfen. Du hast Geld gespart. Du hast kreativ gekocht. Kreativ. Creative. Kochen mit Resten ist kreativ. Man schaut, was ist da? Was passt zusammen? Was kann ich machen? Passen zusammen. To fit together. Reis und Gemüse passen zusammen. Brot und Ei passen zusammen. Nudeln und Tomatensoße passen zusammen. Kartoffeln und Suppe passen zusammen. Du lernst mit der Zeit. Mit der Zeit. Over time. Am Anfang ist Kochen schwer. Später wird es leichter. Wie Deutsch. Am Anfang sind Wörter fremd. Später werden sie vertraut. Kochen und Sprache brauchen Übung. Übung. Practice. Beim Kochen übst du. Beim Deutschlernen übst du. Du machst Fehler. Fehler. Mistake. Manchmal ist das Essen zu salzig. Salzig. Salty. Manchmal ist die Suppe zu dünn. Dünn. Tin. Manchmal vergisst du ein Wort. Das ist normal. Fehler gehören zum Lernen. Gehören zu. To belong to. Fehler gehören zum Lernen. Reste gehören zum Kochen. Pausen gehören zum Alltag. Planung gehört zum Sparen. Jetzt sprechen wir über Apps.
Manche Menschen benutzen Apps zum Einkaufen. Eine App kann Preise zeigen. Eine App kann Angebote zeigen. Eine App kann eine Einkaufsliste speichern. Speichern. To save. Das ist praktisch. Aber du brauchst nicht unbedingt eine App. Ein Papier reicht auch. Papier. Paper. Ein Stift. Pen. Eine einfache Liste. Einfach ist oft gut. Wenn du eine App magst, benutze eine App. Wenn du Papier magst, benutze Papier. Wichtig ist nicht das Werkzeug. Werkzeug. Tool. Wichtig ist die Gewohnheit. Jetzt sprechen wir über Gemeinschaft. Gemeinschaft. Community. Manchmal haben Menschen zu viel Essen. Andere Menschen brauchen Essen. In manchen Städten gibt es Orte, wo Essen geteilt wird. Oder Nachbarn geben Essen weiter. Das muss sicher und ordentlich sein. Aber die Idee ist schön. Essen teilen statt wegwerfen. Nachbar. Neighbor. Nachbarin. Female Neighbor. Vielleicht hast du zu viele Zitronen. Du gibst einer Nachbarin ein paar Zitronen. Vielleicht hat ein Freund zu viele Äpfel. Er gibt dir Äpfel. Teilen macht weniger Müll und mehr Kontakt. 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 Essen verbindet Menschen. Verbinden. To connect. Eine Mahlzeit verbindet. Ein gemeinsames Essen verbindet. Kochen verbindet. Teilen verbindet. Deshalb ist Essen mehr als nur Energie. Es ist auch Kultur, Familie, Freundschaft, Alltag, die Mahlzeit, Meal, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. 3 wichtige Wörter. Frühstück am Morgen, Mittagessen am Mittag, Abendessen am Abend. Manche Menschen essen anders. Das ist auch okay. Jede Familie hat andere Gewohnheiten. Jetzt sprechen wir über Zeit. Zeit ist oft knapp. Viele Menschen sagen, ich habe keine Zeit zu kochen. Das kann stimmen. Arbeit, Schule, Familie, Termine. Aber manchmal helfen sehr einfache Gerichte. 10 Minuten. 15 Minuten. Nicht perfekt, aber genug. Genug. Enough. Genug ist ein schönes Wort. Nicht zu wenig. Nicht zu viel. Genug. Genug Essen. Genug Geld. Genug Zeit. Genug Ruhe. Genug ist oft besser als immer mehr. Immer mehr. More and more. Die Werbung sagt oft, kauf mehr. Iss mehr. Probier mehr. Hol mehr. Aber der Alltag sagt manchmal, weniger ist genug. Weniger Stress. Weniger Müll. Weniger Verschwendung. Mehr Ruhe. Mehr Dankbarkeit.
Dankbarkeit. Gratitude. Noch einmal dankbar sein. Dankbar für ein einfaches Essen. Dankbar für Wasser. Dankbar für eine Küche. Dankbar für Menschen, die kochen. Dankbar für die Möglichkeit zu lernen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Aber wir bleiben ruhig. Du hast heute viele Wörter gehört. Lebensmittel. Einkaufen. Preis. Geld. Sparen. Reste. Kühlschrank. Kochen. Liste. Verpackung. Müll. Dankbarkeit. Gewohnheit. Vielleicht bleiben nicht alle Wörter im Kopf. Das ist okay. Du musst nicht alles behalten. Die Wörter kommen wieder. Beim nächsten Mal verstehst du mehr. Wiederholung hilft. Dein Deutsch wächst langsam. Wachsen. To grow. Eine Pflanze wächst langsam. Dein Deutsch wächst langsam. Eine gute Gewohnheit wächst langsam. Am Anfang ist sie klein, dann wird sie größer. Eine Liste heute, Reste morgen. Weniger Müll nächste Woche. Schritt für Schritt. Du kannst heute eine kleine Sache machen. Nur eine. Vielleicht schaust du in den Kühlschrank, bevor du einkaufen gehst. Vielleicht schreibst du eine Liste. Vielleicht isst du Reste. Vielleicht nimmst du Wasser mit. Vielleicht kaufst du nicht zu viel. Eine kleine Sache reicht für den Anfang. Für den Anfang. For the beginning. Der Anfang muss nicht groß sein. Ein kleiner Anfang ist gut. Morgen kannst du weitermachen. Weitermachen. To continue. Ich mache weiter. Du machst weiter. Wir machen weiter. Essen ist wertvoll. Geld ist wertvoll. Zeit ist wertvoll. Wasser ist wertvoll. Deine Aufmerksamkeit ist wertvoll. Wenn du bewusst einkaufst, schützt du vieles. Dein Geld, deine Küche, deine Umwelt, deinen Alltag, die Umwelt. Environment. Weniger Essen im Müll ist gut für die Umwelt. Aber es ist auch gut für dich. Du sparst Geld. Du hast mehr Ordnung. Du fühlst dich vielleicht ruhiger. Du weißt, ich benutze, was ich habe. Ich benutze, was ich habe. Ein schöner Satz. Ich benutze, was ich habe. Ich verschwende weniger. Ich kaufe bewusst. Ich esse mit Dankbarkeit. Ich lerne Deutsch. Ich mache kleine Schritte. Jetzt atme noch einmal. Einatmen. Ausatmen. Sehr gut. Dein Körper ist ruhig.
Dein Kopf ist ruhig. Du hast Deutsch gehört. Du hast gelernt. Du hast verstanden. Vielleicht nicht alles, aber genug. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dein Deutsch wächst. Dein Wortschatz wächst. Dein Verständnis wächst. Und vielleicht wächst auch eine neue kleine Gewohnheit. Bewusster einkaufen, weniger wegwerfen, Reste benutzen und Essen mehr schätzen. Schätzen. To value, to appreciate. Ich schätze Essen. Ich schätze Wasser. Ich schätze Arbeit. Ich schätze kleine Dinge. Kleine Dinge machen den Alltag gut. Gute Nacht, wenn es Nacht ist. Guten Morgen, wenn es Morgen ist. Guten Tag, wenn es Tag ist. Wo auch immer du bist, iss ruhig. Kaufe bewusst. Spare ein bisschen. Wirf weniger weg. Sei freundlich zu dir und lerne weiter Deutsch. Schritt für Schritt.